Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Normalerweise sitze ich an Champions League Spieltagen von Real Madrid hier und sage, was gibt es Schöneres als ein Tag, an dem Real Madrid in der Champions League spielt. Aber seit den letzten Ergebnissen, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich so ein kleines Unwohlgefühl im Magen. Und ein kleiner Teil von mir denkt, bitte, bitte nicht die nächste Blamage. Ja, wie dem auch sei, wir unterhalten uns natürlich über das Spiel heute Abend gegen Olympiakos Piräus. Wir schauen uns auch die Kaderliste an, denn wir hatten 2 Last-Minute-Ausfälle und das auch noch von 2 Stammspielern. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich im Video. Dann schauen wir uns aber auch den gestrigen Spieltag an. Der 5. Spieltag der Champions League, die Hälfte ist schon absolviert. Was da passiert ist, da schauen wir drüber. Insbesondere 2 Aktionen möchte ich für euch da hervorheben. Und dann stehe ich heute in dem Video mal wieder ein für Xabi Alonso. Was wir da für einen Trainer haben. Und ich rede jetzt von dem Menschen, nicht vom Taktiker. Dass der taktisch top ist, weiß jeder auf der Welt. Aber gestern in der Pressekonferenz hat er bewiesen, was für ein toller Mensch er auch ist. Und zu guter Letzt beende ich das Video mit neuesten Informationen zu Nico Paz, aber auch mit meiner Aufstellung, die ich wählen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Und so viel kann ich versprechen, die wird euch heute überraschen. Javier Tebas, was hast du aus der spanischen La Liga gemacht? Die spanische Liga ist bei weitem nicht mehr das, was sie einmal war. Das Ganze wurde gestern mal wieder in der Champions League unter Beweis gestellt. Schauen wir uns die Ergebnisse der ersten Hälfte des 5. Spieltages an. Ihr seht einige größere Überraschungen waren dabei, unter anderem, dass Bayer Leverkusen bei Manchester City gewonnen hat. Die Wetthäuser haben sich gestern die Hände gerieben. Naja, wie dem auch sei, aber es gibt 2 Spiele, auf die ich ein bisschen besonders hinaus drauf gehen wollte. Unter anderem fangen wir mal wieder an mit 2 La Liga-Mannschaften, die sich international messen mussten. Einmal mit der Bundesliga, einmal mit der Premier League. Und mit der Premier League, da brauchen die spanischen Vereine gar nicht antreten. Ja, fangen wir direkt mit dem Thema an. Schauen wir uns mal unter anderem diesen jungen Herrn an. Was ist bitte Estevao für ein Fußballer? Ich weiß nicht, ob der in der absoluten Peak seiner Karriere gerade ist, also das sehr garantiert, ob das seine normale Form ist und der ist 18, ob der sich jetzt noch weiterentwickelt oder ob er einfach gerade nur überperformt. Aber was der gerade auf den Fußballplätzen abliefert, ist ja der Wahnsinn. Sowohl für Chelsea als auch für die brasilianische Nationalmannschaft. Da schießt er mit 18 inzwischen sogar schon die Elfmeter. Also Real Madrid hat auf dem rechten Flügel sich für Mastantuono entschieden und viele haben gesagt, das Duell der nächsten Jahre wird ein Lamine Yamal gegen ein Franco Mastantuono. Aber zurzeit scheint es so, als wenn das Duell Estevao gegen Estevao wird und die anderen so ein bisschen darunter sich kloppen, wer hinter ihm kommt. Also tolle Performance von Estevao. Allgemein muss man sagen, Chelsea hat den FC Barcelona absolut verdient mit 3:0 vom Platz gefegt. Und der FC Barcelona, die sind sauer auf Araujo, weil der sich in der 45. Minute eine rote Karte abgeholt hat. Ich glaube, die können froh sein, dass sie dadurch eine Ausrede haben, denn selbst ohne die rote Karte, Chelsea war komplett dominant. Die spanische La Liga kann physisch mit dem Tempo der Premier League überhaupt nicht mithalten. Das sage ich als Madrid-Fan. Und ich glaube, die einzige Mannschaft, die das Potenzial hat, irgendwann körperlich, physisch dagegen zu halten, ist Real Madrid. Mit Spielern wie in Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Also bin ich gespannt, ob ein Xabi Alonso die Jungs so geformt kriegt. Wenn sich das um 180 Grad nicht ändert, werden wir auch in der Premier League gegen den nächsten großen Gegner unter die Räder geraten. Also die Premier League ist zurzeit meilenweit weg von allen anderen Ligen. Ja, wie dem auch sei, absolut verdient gewonnen und Estevao, ein absoluter Wunderjunge.
Vielleicht in ein paar Jahren bei den Königlichen, so wie er aussieht, würde mich das persönlich sehr freuen. Ja, das andere Spiel, auf das ich zu sprechen kommen möchte, ist das Spiel Borussia Dortmund gegen Villarreal. Erstens, Dortmund hätte noch höher gewinnen müssen, also absolut verdient 4:0. Ich versuche hier gar nicht schön zu reden. Zeigt auch, dass die Bundesliga einer starken La Liga-Mannschaft aus dem Stadion prügeln kann. Also die Liga verliert immer mehr an Renommee. Und das liegt unter anderem auch an Javier Tebas. Und jetzt einmal etwas zur deutschen Fanszene, zur deutschen Fankultur. Das nimmt die Bundesliga meiner Meinung nach Top 1 in der Welt. Ich glaube, die haben die beste Fankultur. Die mischen sich auch immer wieder in Themen aus anderen Ländern ein. Gefällt mir. Ja, und Borussia Dortmund hat das gestern genau das Gleiche gemacht. Also da die Banner gezogen und gesagt, zu Hause ist, wo dein Herz ist, gegen alle Spiele, die außerhalb vom eigenen Land stattfinden müssen. Puta La Liga, puta Real Federación Española de Fútbol. Das war natürlich ganz klar gegen Villarreal gerichtet. Villarreal war ja eine der Mannschaften, die mit dem FC Barcelona La Liga repräsentieren sollte. Mit einem Spiel in Miami. Absolut lächerlich, was auch übrigens die ganze Liga verfälscht hätte. Ja, das Thema hatten wir aber schon 100-mal besprochen. Aber meinen absoluten Respekt an Borussia Dortmund. Und das zeigt auch wieder, wie lächerlich uns Javier Tebas in der Welt des Fußballs macht. Sogar in Stadien in der Champions League wird die spanische Liga da beleidigt. Zu Recht. Und ich glaube, jeder normale La Liga-Präsident würde irgendwann nach so einem Chaos, was er angerichtet hat, irgendwann die Selbstreflexion haben, die bisschen Selbstliebe, seinen Hut zu ziehen und zu sagen, ciao, das war's, ich bin nicht mehr der Richtige für diese Position. Naja, Borussia Dortmund hat der spanischen La Liga eine Lektion erteilt, Javier Tebas eine Lektion erteilt und Villarreal nebenbei auch. Naja, sehen wir ja, was für ein Ergebnis diese beiden Mannschaften gestern kassiert haben, sowohl Barca als auch Villarreal, die spanische Liga repräsentieren sollten. Weiß ich nicht, ob das die besten Kandidaten sind. Ja, kommen wir jetzt aber zu Real Madrid. Die anderen Ergebnisse, wie gesagt, ich gehe nicht jedes einzelne durch. Schauen wir uns erstmal den Spieltag von heute an. Wie ihr seht, ich muss schon ein sehr, sehr großer Real Madrid-Fan sein und ihr auch, wenn ihr heute Abend freiwillig Olympiakos Piräus gegen dieses Real Madrid schaut. Ich werde es tun, weil ich nun mal so bin und Real Madrid mein Herz erfüllt. Aber ich glaube, jeder neutrale Fußballfan wird heute Abend Arsenal London gegen Bayern München schauen, die mit Abstand besten Mannschaften zurzeit in der Welt. Trotz alledem werde ich ein Watch-Along machen und mal schauen, wie viele wir zusammenkriegen, um auf Olympiakos Piräus gegen Real Madrid zu reagieren. Ja, und ich zeige euch mal die Kaderliste von Real Madrid. Gestern wurde ich bei Twitter markiert und jemand hat mich gefragt, Mario, sollen wir lachen oder weinen? Und meine Antwort war weinen. Denn ja, wir hatten gestern 2 Last-Minute-Ausfälle. Nummer 1, Thibaut Courtois, Gastroenteritis, also Durchfall. Machen wir es mal ganz normal. Und ein Dean Housen, eine Überlastung, keine Ahnung woher. Naja, und wenn wir uns die Abwehr angucken, bei Dean Housen, vielleicht ist es im Endeffekt eine gute Nachricht, dass er ausfällt bei den Leistungen in den letzten Wochen. Aber wenn wir uns die Abwehr anschauen, wir haben einen rechten Verteidiger, der noch kein gutes Spiel für Real Madrid gemacht hat. Wir haben einen Innenverteidiger, der Anfang der Saison der 3. oder 4. Innenverteidiger von Real Madrid war. Und wir haben 3 linke Verteidiger. Das ist die Abwehr von Real Madrid. Ich habe so etwas noch nie gesehen, wie die letzten Jahre die Verletzungsgeschichte von Real Madrid in der Verteidigung. Das ist, wie gesagt, da hat jemand Auge, Voodoo und alles auf einmal gemacht. Ja, bin ich gespannt, wie Xabi Alonso diese Situation heute lösen wird. Meinen Vorschlag werdet ihr gleich hören. Ja, wie dem auch sei, unsere Jungs befinden sich bereits in London. Die haben das Abschlusstraining gestern in Valdebebas gemacht. Das ist so eine Eigenart von Xabi Alonso. Er mag es nicht, dieses Abschlusstraining in den fremden Stadien zu machen. Das hat er in Anfield schon nicht gemacht. Das macht er in Piräus genauso. Unsere Jungs haben gestern das Abschlusstraining zu Hause gemacht. Ich lasse das so ein bisschen parallel laufen. Und dann sind sie alle in den Flieger gegangen. Was heißt alle die noch da waren?
Verwundert war es, dass kein Jugendspieler nachnominiert wurde, aber die Verletzung von Dean Housen soll wohl im Abschlusstraining passiert sein, wo er gemerkt hat, oh, der Muskel macht zu, dass es gar keine Zeit mehr gab, weil man vom Abschlusstraining ja direkt in den Flieger gegangen ist, irgendjemanden da noch anzurufen und zu sagen, hey, John Martinez, hey, kannst du vielleicht doch noch mit in den Flieger kommen? Ja, wie dem auch sei, die Youth League-Mannschaft oder Youth League-Mannschaft von Real Madrid spielt ja heute auch in Piräus. Der Diego Aguado ist vielleicht noch jemand, der danach um 21 Uhr auf die Bank gehen könnte. Bin ich gespannt. Oder vielleicht muss Xabi Alonso einfach mit dem, was er hat, eine Lösung finden. Hoffen wir, dass sich da nicht noch einer verletzt. Ja, und jetzt möchte ich mich mit euch über Xabi Alonso unterhalten. In den Kommentaren steht ganz oft, aus Spaß natürlich, Mario, ich wünschte, du wärst Trainer von Real Madrid etc. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht mal einen Bruchteil der Klasse, die ein Xabi Alonso hat. Ein Xabi Alonso, der sie seit Wochen links und rechts kassiert. Jeder von den großen Profis, wir kennen die Namen inzwischen, filtriert immer wieder mehr Infos. Inzwischen sind das nicht nur Insider, die die Informationen verbreiten, sondern schon die großen Pressehäuser. Und das führte gestern zu einer Pressekonferenz, die eine halbe Hetzjagd war. Er wurde gefragt, ob er sich noch sicher auf seinem Arbeitsplatz fühlt, ob er verstehen kann, dass er vielleicht kurz vor der Kündigung stehen müsste, ob der überhaupt Verständnis dafür hätte, man ist doch Tabellenerster etc. Und er hatte mehr als einmal die Chance, auf die Spieler draufzuhauen. Und er hat sich jedes Mal schützend vor die Spieler gestellt. Er hat auch unter anderem gesagt, wir Trainer sind das Unwichtigste. Das Wichtigste sind die Spieler. Wir versuchen nur, uns im Hintergrund zu halten und die zu unterstützen. Das war eine seiner Antworten. Eine andere Antwort, wo er ganz klar gefragt wurde, ob es schwer ist mit, ich sag mal Diven, also mit so sehr charakterstarken Stars zusammenzuarbeiten. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Ist es kompliziert, mit so großen Spielern umzugehen, oder bist du daran schon gewöhnt, wenn nicht als Trainer, dann als Spieler? Ich habe mit vielen großen Spielern zu tun gehabt und mit großen Persönlichkeiten, die anspruchsvoll sind, Profis sind, die immer das Beste wollen. Sie haben solche Reaktionen, aber das ist normal und das hilft ihnen, so gut zu sein, wie sie sind. Und das ist das Glück, bei Real Madrid zu sein, dass man Spieler auf diesem Niveau hat. Und dann muss man mit ihnen verbunden sein. Also dieser Mann hat mehr Klasse im kleinen Finger als ganz viele andere im gesamten Körper. Dass nach den Wochen, wo du ganz genau weißt, die Entourage Vinny sägt an deinem Stuhl, die Entourage Valverde sägt am anderen Stuhlbein und Bellingham am dritten, die Größe zu haben und zu sagen, es ist quasi eine Ehre, mit solchen Spielern bei Real Madrid arbeiten zu dürfen. Das ist ein Privileg. Ihr Charakter macht diese Spieler so besonders und so gut. Also, der hat sich schützend vor seinen gesamten Kader gestellt. Der Kader, der ihm währenddessen, nicht alle, aber einige Messer in den Rücken schieben. Und danach wurde er speziell nochmal gefragt, ob es überhaupt möglich ist, dass die Mannschaft ihm quasi das Bett macht oder an seinen Stuhl sägt, ja, ob sie gegen ihn spielen können. Und da hat er offensichtlich die Chance mal zu sagen, was ein bisschen los ist. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer an. Sie waren ja in vielen Kabinen und ich wollte Sie fragen, ob Sie als Ex-Fußballer oder in Ihrer Zeit als Spieler glauben, dass die Spieler die Fähigkeit, die Macht haben, gegen einen Trainer zu spielen, wenn sie das wollen, oder sind das nur Gerüchte, die es in einer Fußballkabine gar nicht gibt? Also man muss großen Respekt vor den Spielern haben, ja, und vor den Mannschaften und wie sie sich vorbereiten, nicht wahr? Und deshalb ich will und werde nicht darüber sprechen. Nein, denn ich weiß, was die Kabine ist. Ich kenne die Momente, die man durchmachen muss. Und man muss mit den Geräuschen von außen leben, nicht wahr? Und das versuchen wir anzusprechen. Wir versuchen damit umzugehen. Denn das sind Situationen, die in diesem Verein vorkommen. Und sie dürfen uns nicht den Fokus auf das nehmen lassen, was für uns wirklich wichtig ist. Man muss Respekt haben vor den Spielern. Also wie gesagt, ich hätte nicht mal die Hälfte der Ruhe, die ein Xabi Alonso hat. Ich hätte wahrscheinlich aus allen Rohren abgefeuert auf den gesamten Freundeskreis von Vini Junior, auf die Frau von Fede Valverde oder den Vater von Jude Bellingham. Ja, wie gesagt,
Ich als Trainer von Real Madrid oder als Verantwortlicher, als Florentino Perez, hätte heute die ganzen Jungs in den Fernsehraum versammelt um 8 Uhr morgens, 9 Uhr, nach dem Frühstück, wann auch immer, und hätte denen die Pressekonferenz von Xabi Alonso gezeigt. Welche Größe der bewiesen hat, in so einem Moment sich schützend vor jeden Einzelnen zu stellen. Ich war vorher schon ein ganz großer Xabi Alonso-Fan. Ich glaube, jeder auf dem Kanal spürt das. Ich sag immer wieder, wenn es nach mir geht, trainiert er uns 20 Jahre wie Sir Alex Ferguson Manchester United. Das klappt natürlich nur, wenn die Erfolge kommen. Aber jetzt vor Menschen habe ich noch mehr Respekt. Und wir wissen, wie die Presse funktioniert. Er war selber Trainer von Real Madrid, Spieler von Real Madrid, jetzt Trainer. Er könnte auch einige Informationen links und rechts streuen an die Presse. Macht er aber nicht, weil er die menschliche Größe hat, weil er die Loyalität hat zu Real Madrid, die Seriosität für seinen Beruf. Wir haben für mich den besten Trainer in der Welt des Fußballs. Wir haben den. Bitte, 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 lasst uns ihn nicht verschleißen. Ja, bevor ich jetzt zu der Aufstellung komme, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid bin, Gott sei Dank bin ich es nicht, Gott sei Dank ist es Xabi Alonso. Noch eine Information. Gestern hatte ich euch berichtet, dass aus Argentinien die Info kommt, Nico Paz kommt noch diesen Winter zu Real Madrid. Aus Spanien kam die Information, nein, da ist nichts dran. Die Klausel, die gilt gar nicht für den Winter. Und ich glaube, der Mann, der sich, wenn es um Transfers geht, am besten auskennt, Fabrizio Romano, hat sich gestern dazu geäußert. Hören wir uns das zusammen einmal an. Wenn ihr meinem Kanal folgt, wenn ihr meine Informationen befolgt, dann wisst ihr, dass ich euch im September über Nico Paz und Real Madrid 2026 informiert habe. Weil Tottenham im letzten Sommer versucht hat, den Spieler zu verpflichten und Real Madrid sich entschieden hat, das Angebot abzulehnen, hatte Como natürlich das letzte Wort, aber Real Madrid hat immer die Kontrolle über die Situation und Real Madrid hat eine Rückkaufoption für Nico Paz in Höhe von 10 Millionen Euro. Trotz Informationen aus Südamerika ist das im Januar nicht gültig. Meiner Meinung nach wird der Wechsel von Nico Paz zu Real Madrid stattfinden, aber im Sommer 2026, nicht im Januar 2026. Der Plan ist, so schnell wie möglich eine Einigung zu erzielen und Nico Paz zurück zu Real Madrid zu holen. Ich kann euch sagen, dass Nico Paz zu Real Madrid wechseln möchte. Der Wunsch von Nico Paz ist es, Spieler von Real Madrid zu sein. Das ist 100%ig garantiert. Nico hat also bereits seine Rückkehr zu Real Madrid zugesagt. Aber jetzt heißt es erst einmal Como-Zeit. Ja, also muss ich sagen, mein Näschen hat mich nicht im Stich gelassen. Ich hatte gestern schon gesagt, Real Madrid ist eigentlich kein Verein, der so funktioniert, der einem Como sagt, du kriegst Nico Paz für die ganze Saison und dann mitten in der Saison sagt, weißt du was, eure sportlichen Ziele sind mir egal, Nico Paz kommt zurück. Sowas macht Real Madrid nicht. Real Madrid ist ein Gentleman-Verein. Die waren oft schon in solchen Situationen, selbst in schlimmeren, wo die keinen linken Verteidiger hatten und selbst dann haben sie es nicht gemacht. Also, ja, Fabrizio Romano sagt genau das, was ich auch denke. In meinem Fall waren es Gedanken und Erfahrungen, die ich bei Real Madrid hatte. In seinem Fall sind es Quellen, die er anzapfen kann. Also, Nico Paz kommt, er will zu 100% kommen. Er ist der erste Transfer für den Sommer 2026. Bis dahin drücke ich dem Argentinier die Daumen, dass er die Serie A weiter so dominiert, wie er es bis jetzt tut. Ja, und bevor ich mich jetzt bis heute Abend verabschiede und ich hoffe, so viele wie möglich von euch im Live-Watch-Along sehe, mache ich jetzt noch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor, André Lunin, wer denn sonst auch, ein Thibaut Courtois kann ich aus der Toilette ja schlecht ins Tor stellen. Also im Tor der Ukrainer André Lunin. Ich würde mit 3 Innenverteidigern spielen. Zentraler Innenverteidiger wäre ein Aurélien Tchouaméni. Ich weiß, der kommt aus einer Verletzung, aber es bleibt uns in dem Fall nichts anderes übrig. Die Verletzung war ja auch nicht so schwerwiegend, also Tchouaméni sollte das Spiel durchhalten. Rechts von ihm würde ich aufstellen Raúl Asensio, links von ihm Dean Housen. Links außen Fran Garcia, der muss gegen Olympiakos Piräus abliefern. Vor allem in der Fünferkette hat er das bei der Club-WM an sich schon gut gemacht. Rechts außen Trent Alexander-Arnold. Wir wissen, seine Stärke ist in der Offensive. Ein Raúl Asensio soll hinter ihm aufräumen. Dann hätten wir 3 Mittelfeldspieler. Meine 3 Mittelfeldspieler wären auf der Doppel-6 ein Dani Ceballos
und ein Eduardo Camavinga. Dani Ceballos für den spielerischen Aufbau, Eduardo Camavinga für die Kilometer, die gefressen werden müssen. Auf der 10 hätte ich Arda Güler. Seine beste Position. Ich bringe ihn wieder neben oder in die Nähe von dem Kylian Mbappé. Dieses tödliche Duo Mbappé und Arda Güler müssen wieder zusammengeführt werden. Und ich glaube, dann wird auch das ein oder andere Tor gegen Olympiakos Piräus passieren. Und vorne mein Doppelsturm wären Gonzalo und Mbappé. Ja, Gonzalo hat mir gut gefallen in den letzten Minuten gegen Elche, hat viel geackert, viel gearbeitet. Ja, und ich glaube, wenn ihr euch diese Aufstellung anseht, seht ihr auch, welche Spieler nicht spielen. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja, das ist der Trainertyp, der ich wäre. Und ich weiß nicht, ob das sportlich das Beste ist für Real Madrid, aber ich glaube, einige Spieler verdienen eine Lektion und müssen auch mal sehen, dass Real Madrid vor ihnen und nach ihnen schon existiert hat. Ja, das wäre meine Aufstellung. Jetzt könnt ihr mich dafür gerne in den Kommentaren kritisieren. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, dieses Video teilen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Wir sind auf der Jagd nach den 20.000, haben die 16.000 schon fast erreicht. Ihr seid übrigens alle der absolute Wahnsinn. Und denkt auch nochmal dran, solltet ihr eure Chance auf 50.000 Euro haben wollen oder nochmal 3-mal 10.000 Euro, bestellt bei Holy in deren Black Week. Ihr habt noch bis zum 2.12. Zeit. Benutzt den Code ALAMADRI5, wenn ihr Neukunde seid, oder ansonsten ALAMADRI. Ich habe gestern gesehen, schon einige von euch haben über meinen Code bestellt. Vielen Dank dafür. Ich drücke euch allen die Daumen für die 50.000. Wer die gewinnt, der lädt mich auf den Döner ein. Bis dahin, bis heute Abend. ALAMADRI!